Hallo! Hi. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Oh, Streamzustand ist orange. Jetzt gucken wir doch mal, ob das hier, wo steckt das Bild? Das Bild ist da. Das Bild ist da. Also, sagt uns mal, ob Bild und Ton okay ist. Hier ist Sebastian. Hi. Und meine Wenigkeit. Und heute geht es um die Kirchentonleitern, um die Modes. Unscharf. Oh, das ist ja mal wieder neu. Ne? Das sind so die neuen Phänomene hier. Siehst du? Schauen wir mal. Eigentlich sind wir hier in Full HD unterwegs. Bei mir ist es scharf. Also, super. Gibt uns noch ein Feedback zum Ton, bitte. Und dann sagen wir hier erstmal ein Hallo an alle, die live dabei sind. Hallo Walter, Friederike, Wolfgang, Manuela, super. Christian, Wolfgang, super. Also aus Berlin, Grüße an euch alle. Wo steckt das Bild? Immer, Manuela, immer ein bisschen ungeduldig. Gell? Alles top, nichts unscharf, Bild und Ton gut. Super, alles klar. Das Bild unscharf. Oh ja. Erkennt das irgendwie? Nee. Also hier ist alles auf Full HD, gell? Ja, das müsste passen. Okay, um was geht es heute? Wir reden heute über diese so glücklich klingenden Modes auf der Gitarre. Ne? Die C-Dur-Tonleiter, also ionisch. Wir reden über lydisch und über mixolydisch. Aber gleich vorneweg, bevor ich an den Sebastian weitergebe. Diese Namen, die sind gar nicht so wichtig. Ja. Mit der Zeit werdet ihr euch die einprägen. Ich sage euch dann, wie ich mir das, meine Eselsbrücken, wie ich mir das eingeprägt habe. So ähnlich wie bei den Saiten auf der Gitarre. Habe ich da so meine Methode. Wenn du jetzt C dir schon mal merkst, also die C-Dur-Tonleiter heißt ionisch. Ja, das wäre schon mal super. Und über diese drei Dur-Modes reden wir heute. Ich gebe an den Sebastian dann weiter. Er setzt sich dann hier rüber. Und jetzt ist alles okay, auf HD geändert. Super. Also, Ton soll okay sein. Ich lasse dich jetzt hier rüber, Sebastian. Ja. Ich bin dann hier und wir moderieren das Ganze jetzt. Wir wünschen euch viel, viel Spaß. Und wenn du zum ersten Mal jetzt dabei bist, nimm deine Gitarre zur Hand und versuch einige der Sachen gleich mitzuspielen und zumindest mal die Akkorde zu begleiten. Ich glaube, das hilft enorm. Also, so, fliegenden Wechsel. Hier, komm mal rüber, Sebastian. Dankeschön. Also, man hat mir letztes Mal gesagt, dass ich unscharf bin. Eigentlich bin ich ein scharfer Typ. Das ist nur die Kamera, es ist nur die Kamera, die natürlich, es ist eine Webcam und die ist fokussiert auf die Mitte. Und die Logitech Webcams sind immer noch die besten, was die Zuverlässigkeit angeht. Deswegen habe ich 4 Stück von denen für euch hier am Start. Aber ich werde ab und zu meinen Kopf so reinstecken, damit ihr seht, ich bin ein scharfer Typ. Er ist noch da. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's have some fun. Also, was ist wichtig hier? Wichtig ist deine innere Einstellung zu dem Thema. Und, Microsoft HD Webcam ist bei weitem besser, mein Armin. Muss ich mal testen, ne? Vielleicht tatsächlich, aber von meiner Erfahrung her sind es die einzigen, die Full HD bringen in richtig gutem Stream, ne? Also in flüssigem Stream. Ja. Okay, genau, Mike, geht nicht um Kameras, sag's denen. Ne? Also. Um was geht's dann? Um die Modes. Ja. Also klick dich, du hast hier die Szenen da, jetzt kannst du mal, ich glaube auf Szene 3. Moment. Genau. Vorweg Jetzt mal. bist du dran. Auch herzlich willkommen von mir, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht es jetzt weiter mit den Modes. Und zwar heute gehen wir richtig in die Materie rein, und zwar die 3 Dur-Modes. Und vorneweg habe ich hier, da,
Ja, den Chat kannst du jetzt rausklicken. Wie gehen wir denn raus? Ja, das muss ich jetzt rausfinden. Ja, weiter mal das. Nee, lass mich das mal machen. Das ist ja Live-Dashboard, das kannst du hier jetzt kurz rausklicken. So. Okay. Also, genau. Und hier oben im Bild haben wir euch jetzt was eingeblendet, was ich für den Anfang auf jeden Fall für sehr wichtig halte. Und zwar, wie man schon lesen kann, haben wir hier die Dur-Modi und dann steht da der Satz, die Stufenakkorde der Dur-Tonleiter mit ihren zugehörigen Modi. So, was heißt das jetzt? Also wir haben, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, ich glaube die Friederike hat eine Frage dazu gestellt, mit diesen Stufenakkorden. Jetzt habe ich das hier nochmal extra aufgeschrieben und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, wenn man die Modes anwenden will oder dieses ganze Konzept. Okay, was sehen wir hier? Wir sehen die Dur-Tonleiter und zwar... Du kannst links jetzt das PDF hochklicken und, mit der da Maus. und dann kannst du mit der Maus ein bisschen zeigen. Also wir sehen hier die römischen Zahlen, ja, also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles andere blendet mal kurz aus. Also nur in römischen Zahlen durchnummeriert diese Stufen von der Dur-Tonleiter, ja. Also ich habe die erste Stufe, die zweite, die dritte, vierte, fünfte, sechste und die siebte. Der Horst hat das jetzt in C gerade gespielt, aber hier geht es einfach mal nur um diese Formel, okay? Und das so müsst ihr einfach auswendig lernen. Also diese Zuordnung von Stufe zu Name. Ja, also wie der Horst schon gesagt hat, das sind alles Namen. Das könnte sonst wie heißen, aber man hat das irgendwann mal festgelegt, dass die Modes so heißen. Und es ist enorm wichtig, dass ihr euch merkt, okay, auf der ersten Stufe einer Dur-Tonleiter, das heißt ionisch, dieser Modus, ja, Genau. den ich da finde. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Nee. Das ist ja nur ein Wort. No. Der zweite dorisch, dann Das phrygisch. kann man sich gut merken. In C ist die zweite Note D Ja, und D dorisch. Okay, Ja. das ist eigentlich gut zu merken. und Dann kommt warte mal, lassen wir mal sagen, wie Ja. man das merkt. Dann kommt die dritte Stufe. Da habe ich mir gedacht, also das ist ja dieses spanisch klingende. Ja. Und das hat auch diesen exotischen Namen, dieses Phrygisch. Ja, Ne? ja. Und das habe ich mir wirklich auch eingeprägt, dass das Phrygisch ist. Ich springe jetzt auf die siebte Stufe, die auch nochmal ein exotischer Name hat, Lokrisch. Da denke ich immer an den Loki. Das ist dieser Bösewicht Bösewicht aus Asgard, ne, aus dem Thor-Film. Thor, ja. Und der Loki, weil die klingt auch so böse, Ja. diese Stufe Ja. auf den Familien. Und dann die mittleren, dieses lyrisch klingende, halb heroisch, einfach so. ja, heroisch ist eher die nächste Stufe. Ja, würde mixolydisch, ich sagen, ja. ne? Ja. Also das erste, lydisch, ist mehr lyrisch für mich. Ne? Ja. Dieses Joe Satriani Sound, Ja. Steve Vai Sound. Ne? Und das Mixolydische ist dieses heroisch klingende, sehr positiv klingende. Die Stufen 1, 4, 5 klingen alle positiv. Ja. Also die klingen alle aufbauend. Richtig, genau. Und es geht heute jetzt auch nur um diese drei, deswegen sind die hier rot markiert, weil das sind die Dur-Modes, so kann man die nennen. Aber nochmal, erster Schritt für euch, um dieses ganze Thema zu überblicken, wäre, diese Abfolge hier zu lernen. Ja? Also diese Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann zugehörig Ionisch erste Stufe, Dorisch zweite Stufe. Genau. Und dann haben wir hier das, was der Horst gerade gespielt hat, das waren diese Stufenakkorde. Ja, also ich kann ja auf jeder Stufe einer Tonleiter einen Akkord bilden. Ja. Und der ist ausschlaggebend dafür, wie kann ich diesen Mode verwenden. Ja? Und deswegen habe ich hier auch noch gleich den Akkordtipp dazu geschrieben. Hervorragend. Also wir haben hier auf der ersten Stufe in der Dur-Tonleiter haben wir einen Major 7 Akkord. Das ist ein Dur-Akkord. Ja, genau. Das wäre der Dreiklang und wenn man noch einen Ton dazu macht, haben wir den. Genau. Und es ist wichtig. Und die zweite Stufe,
da haben wir dann Moll-7 Akkord. Und die dritte auch ein Moll-7 Akkord. Wieder ein Major 7 Akkord. Dann kommt dieser bluesige, der dominant Septakkord. Im Englischen, wir haben ja immer diese sag ich mal, kleine Herausforderung, wir müssen uns die Mühe machen, manche Dinge im Englischen uns zu merken, manche im Griechischen, manche im Lateinischen, dann ein paar französische Worte. Es ist so. Ne? Also das ist aber wirklich, wir wollen euch nicht überfordern, sondern wir behalten das Wichtigste im Blick und vor allen Dingen das, was du letztendlich an theoretischem Wissen brauchst. Ja. Ja. Es ist nicht so kompliziert. Dieses 7er Akkord, also der klassische Blues-Akkord sozusagen, C7, den nennen die Amis Dominant, weil er dominant ist. Ja. Der Major 7, der davor ist, in der 4. Stufe, das wäre jetzt ein F-Major, der ist viel milder und viel weicher. So träumerisch. Träumerisch. Ja. Wie die Tonleiter auch. Und den haben wir auf der 1. und auf der 4. Stufe haben wir so einen. Und jetzt kommen dann gleich, nachher kommen wir darauf zurück, warum das interessant ist. Okay. Also, jetzt haben wir das solltet ihr euch auch merken, weil ihr dann nämlich später das braucht, um zu wissen, okay, über welchen Akkord kann ich denn welchen Modus überhaupt spielen. Genau. Ja? Also das hier, diese 2 Zeilen, die sind ganz wichtig am Anfang. Okay. Und jetzt gehen wir spezifisch auf die rot markierten ein. Also Äolisch ist dann Moll 7. Einfach die genau. Die Paralleltonart, die 6. Stufe. Die findest du auf der Gitarre immer super easy, wenn du den Grundton nimmst und 3 Halbtöne runtergehst. Hat auch schon jeder 100 Mal gehört. Ja. Perfektes Beispiel. Hat jeder schon 100 Mal gehört. Oder. Und über die 7. Stufe werden wir jetzt nicht viel reden. Nee, die ist eher eine sehr, sehr spannungsgeladene, die spannungsgeladenste Stufe überhaupt. Und die muss immer aufgelöst werden. Das ist ein anderes Video. Genau. So, Sebastian. So, und jetzt haben wir hier noch eine kleine Tabelle, in der man ganz gut sehen kann, was sich eigentlich verändert von diesen 3. Also ich habe jetzt genau diese 3 rausgenommen, diese 3 Dur-Modi, und habe die hier in dieser Tabelle dargestellt. Und man sieht hier die Beziehung zur Durtonleiter. Also was meine ich damit? Ich meine einfach, okay, ich habe hier ionisch, das wisst ihr, das ist einfach die Durtonleiter. Ja? Die 1. Stufe. Da habe ich die 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ja, das sind meine Töne. Und dann habe ich die lydische Tonleiter, den lydischen Modus, und dann habe ich einfach hier nur einen Ton, der sich ändert. Und das ist der 4. Ton. Der ist nämlich erhöht. Okay, also das ist die Kreuz 4, nennt man das. Und das ist der Ton, der hier den Ausschlag gibt. Also. Der Rest bleibt die gleich. Erste ist, wie du genau siehst, ist unsere C-Dur-Tonleiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Und die 4. Stufe hat eine erhöhte Quarte. Ja. Okay, mach du weiter. So, und dann haben wir hier noch den nächsten Modus und Dur-Modus, diesen mixolydischen Modus. Und da ändert sich im Vergleich zu der normalen Dur-Tonleiter nur die Septime. Die ist nämlich statt. Genau. Unsere verminderte bzw. die Flat 7, wie man es immer hört. Das ist die Flat 7. Sauber. Und die auf den Akkord gespielt gibt diesen Sound. Genau. Diesen und ihr seht jetzt ganz genau, wir haben die Dur-Tonleiter und es ändert sich in jedem dieser Modi nur ein einziger Ton. Und der ändert die komplette Atmosphäre, die diese Tonleiter dann vermittelt. Und in unserer westlichen Musik, in unserer Pop, Rock, Blues Musik sind diese 3 Modis ja eigentlich die am meisten verwendeten, mit der Molltonleiter natürlich. Und Dorisch vielleicht noch, aber das ist ein anderes Video. Genau, das ist jetzt die 3 hier, das sind, und jetzt ganz wichtig noch, warum sind das alle Dur-Modi? Weil die Terz erstens überall die gleiche ist, also ich habe überall ein E, die große Terz, und ihr könnt euch vorstellen, die Moll-Modi haben alle eine kleine Terz und deshalb sind es die Moll-Modi. Genau. So, und dann habe ich hier noch in der letzten Spalte den Akkordtyp dazu geschrieben. Und
dass man einfach weiß, okay, diesen ionischen Modus, den spiele ich über einen Major 7 Akkord, ja, oder einen Dur Akkord. Und den lydischen auch, kann man auch hier sehen wieder, beides Major 7. Und dann wird es interessant, mixolydisch, das haben wir gerade schon gesagt, das ist dieser Dominant-Sept-Akkord, die Dominante, okay? Also wenn ihr so einen Akkord seht, im Blues zum Beispiel, könnt ihr mixolydisch spielen. Der klassische G7 wäre das jetzt hier, ne? Richtig. Genau. So viel dazu. Also das hier ist sehr wichtig. Vor allem diese In dem Abfolge. Schaubild ist die theoretische Grundlage dessen, was wir wissen sollen. Auch Mehr ist, Wenn man es anwenden will, braucht man eigentlich nicht wirklich mehr als das, um es So ist anzuwenden. es, so ist Wenn es. man das einfach im Kopf hat, dann wunderbar. hat Super. man da eine gute Basis. Okay, cool. So, Wie jetzt geht's weiter? Jetzt geht's in die Praxis, und zwar werden wir uns jetzt die ganzen 3, die wir hier jetzt angesprochen haben, mal anschauen auf dem Griffbrett, und zwar immer vom C ausgehend, okay? Also das hier ist unsere Position. Von der Note C. Genau, von der Note C hier Jawohl. im 8. Bund. Also das ist eure Position. Hier sollte sich eure Hand jetzt auf der Gitarre befinden. Bin schon ganz gespannt. Gut, okay. Ui. Das Hier fangen wir an. fangen wir oben Bei an. Ionisch. C ionisch. Super. So, also ihr seht ganz einfach jetzt hier diese Position, die erste Position C ionisch. Spiel die mal. Von diesem Grundton aus. Ja. Genau. So. Kennt jeder, ist eigentlich die ganz normale Durtonleiter, wie wir es schon gesagt hatten. Eigentlich ist das jetzt die, ich sage immer, die Ultraschnellspielposition der C-Dur. Alles schön parallel. Und wir haben, also ich muss jetzt gleich wieder einschalten kurz, wenn du mir erlaubst. Ja. Wir haben ganz bewusst etwas gemacht, was du in fast keinem anderen Programm findest. Wir haben uns entschieden, immer von den 3 Tönen pro Seite auszugehen. Ja? Warum? Weil das ist das, was gespielt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Rick Graham denke, das absolute Legato-Monster zum Beispiel, der sagt auch immer ganz klar in seinen Videos, Leute, das sind die Formen, die ihr spielen müsst, die 7 Formen der Dur-Tonleiter mit 3 Noten pro Seite, weil da sind die Patterns am besten aufgehoben. Da sind die schnellen, die flashy Sachen, ne, wenn du etwas Cooles spielen willst. Da ist das Gold sozusagen begraben. Und nicht in den Formen, wo du eine Position hast mit 2 Tönen auf der H-Seite. Das ist meine Einstellung, ich glaube Ja. deine auch. Ich teile die absolut. Und du teilst, und deswegen reden wir eben von diesen, und das bringt auch eine zusätzliche Verwirrung rein, sondern Richtig. Wenn man jetzt hier ein anderes Shape oder ein anderes Pattern auf einmal sehen will, als dass man... Wir haben Gewohnt ja schon oft gesagt, die 7 Patterns der Durtonleiter müsst ihr drauf haben. Und wenn man jetzt mit anderen Patterns anfängt, Salat. Dann gibt es wirklich, Salat. wie die Franzosen sagen, Salat de Bœuf. Genau. Und ich war in der Position auch schon, dass ich da, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe, überhaupt nicht gewusst habe, oh Gott, und was für Position. Und es ist viel einfacher, als das oft scheint. Also, genau. Das hier ist jetzt eure C-ionische Position. Wir können ja einfach mal den Klang nochmal demonstrieren. Das über ein C-Dur oder C-Major 7 Akkord. Man erinnere sich an die Grafik. Sehr vertrauter Klang. Das ist der Klang, ja. Dur. Das Also ist merkt er. euch das im Kopf wirklich so habe ich mir das auch abgespeichert. Ionisch gleich Dur, Tonleiter. Wunderbar. Ganz wichtig. So, dann kommt ihr auch von diesem Namen weg, Ja, der schon verwirrend sein kann. Ja. So, dann geht es weiter zum nächsten. Und zwar wäre das C-lydisch. Und jetzt müsst ihr kurz dabei bleiben. Wir sind jetzt, seid nicht verwirrt, wir sind jetzt immer noch
hier, okay? Also das C, wir fangen immer noch am C im 8. Bund auf der E-Seite an. Also die Position der Hand bleibt gleich. Und jetzt spielt ihr einfach mal, ich spiele das mal kurz vor. So, das ist jetzt C-lydisch. Okay, was jetzt ganz wichtig ist für euch, wir sind jetzt nicht mehr in C-Dur. Ja, also geht jetzt gerade um C-lydisch und einfach diese Position, dass ihr die mal seht, und wir wollen euch einfach mal kurz den Sound demonstrieren. Wenn Ja. du mal ganz kurz einfach nur Ein C, oder? in C Major 7, sonst Klar. nichts. So, ich spiele jetzt unsere C-ionisch Position, die wir gerade eben hatten, okay? Und dann wechsle ich in diese hier, dass ihr den Sound hört. Ich bleibe hier. So, ich wechsle jetzt. Sehr, sehr atmosphärisch, ne? Genau, und es hat sich nur ein Ton verändert, und zwar dieser Ton hier, das Fis. Deswegen haben wir das alles bewusst in einer Position gemacht, damit ihr wirklich seht, es ändert sich fast nichts. So. Wenn der Horst einfach diese Position spielt, über. Oh. Also es gibt einen enormen Unterschied durch diesen einen Ton. I Genau. like it. Also das ist jetzt einfach nur mal die Demonstration vom Sound. Wie man das alles anwendet, das kommt jetzt dann gleich als nächsten Schritt. Jetzt geht es weiter zu unserem letzten hier, und zwar zu C mixolydisch. So, übrigens, alle Positionen, die ihr jetzt gesehen habt, solltet ihr eigentlich schon kennen, weil das sind alles Positionen Die 7, von diesen ne? 7 Durtonleiter-Positionen. Genau, das ist eigentlich in dem anderen Schaubild der C-Dur-Tonleiter, wenn wir reingehen, glaube ich, die erste Lage. Ne? Genau, Die ich das verwendet hier. habe, Und jeder, genau, das war zum Beispiel, diese Lage assoziiere ich als erstes mit meiner Molltonleiter. Diese hier. Aber egal. Also, spielen wir die mal kurz. Und jetzt ist ganz wichtig, das ist die 5, das ist auf der 5. Stufe mixolydisch. Jetzt funktioniert, ich spiele mal kurz einen Major 7 Akkord und du spielst mal kurz. Funktioniert nicht mehr. Jetzt muss dieser 7er Akkord hierher. Und dann habt ihr diesen Sound. Okay? Also. So, okay. Nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Wir sind jetzt die 4 Dur-Modes durchgegangen, und zwar alle vom C aus. Okay, also C-ionisch, C-lydisch und C-mixolydisch. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wie kann ich das jetzt anwenden, wenn ich sagen wir mal, ich habe einen F Major 7 Akkord, okay? Und ihr denkt euch jetzt, okay, ich möchte jetzt darüber Dur, weiß ich ja, da muss ich einfach F-Dur spielen. Wie kann ich jetzt darüber F-lydisch spielen? Woher weiß ich jetzt, wo muss ich hin? Mein Gedankengang und auch der vom Horst ist folgender. Ich gehe noch mal kurz hier in diese Grafik rein. Wir wollen lydisch spielen, okay? Also, und wenn ihr euch das hier anschaut, dann seht ihr, lydisch finde ich auf der 4. Stufe einer Tonleiter. Ja? Also muss ich möchte F-lydisch spielen, also muss ich überlegen, von welcher Tonleiter ist F die 4. Stufe. Okay, nochmal. Von welcher Tonleiter ist F die 4. Stufe? Und wie finde ich das leicht auf der Gitarre? Richtig. Oh, Da kommt jetzt der... ja, also, wenn du
Nochmal, wie war die Frage? Also, ich möchte ich habe einen F Major 7 Akkord Ja. und möchte F lydisch darüber spielen. Okay. Woher weiß ich jetzt, welche Tonleiter muss ich spielen? Ja, das ist. Du bist ja eigentlich auch bei einem F bist du wieder in C-Dur. Ne? Richtig. Und der Gedankengang, den ich will, dass ihr den versteht, weil so denke ich darüber, ist, ich sehe dieses F Major 7 und denke mir, okay, das ist ein Major 7 Akkord. Und weil ich diese Grafik hier im Kopf habe, weiß ich, den gibt es auf der ersten und auf der vierten Stufe, ja? Und jetzt möchte ich aber nicht normal durchspielen, sondern lydisch, also vierte Stufe. Und dann überlege ich, okay, das F ist auf der vierten Stufe von C-Dur, ja? Das findest du auf der Gitarre immer ganz leicht, wenn du jetzt ein F greifst. Ja, weil Grundton und Quarte, die liegen immer übereinander. Ja. Also die Quartenakkorde, mich sieht man jetzt nicht hier mit der Hand, das musst du das mal zeigen. Also, und zwar unterhalb, weil oberhalb ist die Quinte. Aber wir sind hier Genau. C auf... Also wir haben hier das C und direkt unterhalb liegt das F. Richtig. Und ein ganz so weiter liegt dann die Quinte. Ne? Deswegen heißt der Grundton kombiniert mit der Quinte immer Power Chord. Ne? C5, G5, D5, wie auch immer. Also nochmal, ganz wichtig. Am Anfang habe ich das wirklich so gemacht, als ich noch ganz frisch war in dem Thema, okay, ich möchte lydisch spielen und zwar F lydisch. Also muss ich überlegen, okay, ist auf der vierten Stufe von was? Das heißt, ich spiele ein F und weiß rein als Schema auf der Gitarre, hier ist meine vierte Stufe. Also meine erste Stufe. Meine erste, ne? Also C. Dann spiele ich C-Dur hier rüber. Also, spielen wir gut. Genau. Und das ist der Gedankengang. Machen wir noch ein Beispiel zum Verständnis. Und zwar gehen wir jetzt auf Mixolydisch. Okay, also ich habe meinen A-Blues und ich habe diesen Akkord, habe diese Grafik im Kopf und weiß, dass ich dieser Dominant-Sept-Akkord hier, oder dieser... Lass uns auf G bleiben. Ne? Okay, Nicht auf in eine Also Tonart G. wechseln. G. Also ich habe G7, okay, und möchte G-Mixolydisch spielen, beziehungsweise ich weiß, ich sollte hier G-Mixolydisch spielen, Jawohl. weil das ist ein Dominant-Septakkord. Wie man hier sehen kann, gehört das zusammen. Und jetzt weiß ich durch die Grafik, der ist auf der fünften Stufe. Also muss ich überlegen, von was ist G fünfte Stufe? Von C. Richtig. Also ich spiele mal kurz ein G und du spielst... Oder, ja. So funktioniert's. Also das ist der Gedankengang. Okay. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz was erklären. Wir haben ja jetzt hier diese Shapes durchgemacht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, jetzt habe ich das hier. Woher weiß ich denn jetzt, wo ich bin? Also rein auf dem Griffbrett. Das ist ganz einfach. Ihr habt, wenn ihr diesen Schritt gemacht habt gerade eben und sagt, okay, auf welcher Stufe was ist was und ihr wisst, welche Tonleiter muss ich spielen, dann müsst ihr einfach nur noch rausfinden oder eure 7 Dur-Tonleitern am Stück beherrschen. Und dann Das wisst ist ihr, ja eigentlich das hier das ist das Wichtigste. Ja. ist das hier. Ja? Und danach kommt diese Position. Und danach kommt diese. Und dann wisst ihr, was ihr spielen könnt und wo ihr euch befindet. Also es ist genau wie bei den Akkorden. Ja? Wenn du das hier, lass das nochmal eingeblendet kurz bitte. Lass das nochmal eingeblendet. Lass uns mal in den Chat kurz gehen. Geh mal hier auf den Mozilla, genau da auf den Firefox, dann siehst du das. Also das Deutsche. So, Deutsch haben wir. Ja, also das brauchen wir jetzt nicht wieder diskutieren, dass wir in Deutschland sind. Und na, also, es geht mir nur darum, dass du viel zu weit gegangen bist. Es geht nicht um die Akkordform, es geht um Modes. Okay,
Ah ja. Also die haben das so irgendwas noch ausgedehnt, aber nicht welche Beziehung der Akkorde zueinander haben. Das ist 100% was anderes in der Tonleiter. Ich verstehe nicht, warum ich dann kann. Okay, lassen wir das mal. Die diskutieren da irgendwas untereinander aus. Also, geh nochmal bitte auf. Ja, hier, super. Vielen Dank. Zwei Dinge sind essentiell für das Verständnis von dem Ganzen. Die C-Dur-Tonleiter und die Akkordstufen. Ja, also das erste Dur, Major, oder vergiss jetzt Major 7, einfach Dur, zweiter Moll, also das wäre dann D-Moll, Ja. dritte ist E-Moll, dann F-Dur, G7 mache ich jetzt mal, aber G-Dur, A-Moll und dann die verminderte, der aus kleinen Terzen aufeinander geschichtet besteht und einen ganz eigenen Klang hat, den man also in der modernen Popmusik oder Rock und Blues nicht hört. Ja. Okay, also cool. Also das musst du wissen. Darüber haben wir schon gesprochen, habe ich schon etliche Videos gedreht. Wenn du das noch nicht weißt, einfach zurück in die Durtonleiter-Videos und die Harmonisierung der Durtonleiter. Da habe ich schon Videos gedreht. Und die 7 Lagen der Durtonleiter sind entscheidend. Mir geht es darum, oder uns geht es darum, dass du einige Dinge begreifst, dass das Ganze nicht so kompliziert ist. Und wenn es dann so weit ist, dass man die 7 Lagen beherrscht, wie man das dann im Improvisieren und im freien Spiel auf der Gitarre einsetzt. Ja. Und bevor ich jetzt an dich gebe, stelle ich einfach mal die Frage, wenn du jetzt einen Akkord spielst, ne, zum Beispiel so ein C-Dur-Akkord, ne, den eigentlich jeder kann auf der Gitarre, dann wird dein Gehirn oder mein Gehirn sagt dann nicht, ich spiele jetzt so etwas, ne? Oder ich würde das auch nicht singen. Ich halte das ja immer, Musik ist ja nicht nur Gitarre und Gitarrensolos. Ja. Musik ist, was für eine Melodie passt da dazu auf den Akkord und was würde ein Sänger singen. Da ich ja relativ viel singe zu allem, was ich spiele, ist bei mir auch so ein Automatismus drin, dass wenn ich so einen Akkord höre, ich ganz sicher so etwas singe. Ne? Ja, und ganz sicher nicht das hier spiele, ja, oder singen wird auf den Akkord. Und wenn ein A-Moll kommt, hört euch, ein super Beispiel ist, wenn du jetzt zum Beispiel dir We Are the Champions anguckst. Und es fängt mit einem C-Moll-Akkord an. Und was der Freddie da... I paid my dues. Time after time. Und er singt nicht... Er spielt den... I paid my dues. Ja, es ist eben... Er singt Moll. Ja. Und so wird das sich dann auch auf deiner Gitarre umsetzen. Wenn du dann spielst, letztendlich ist das Allerwichtigste ist, dass du diese Klangfarben hörst. Ja. Und dass du auf einen Dur- oder Mollakkord die richtige Klangfarbe draufpackst, oder? Sebastian, wie siehst du das? Ja, absolut. Also und deshalb, was mir enorm geholfen hat, war einfach ans Instrument zu sitzen und rumzuprobieren. Und was klingt gut und was klingt nicht gut. Ja. Wie das, was du jetzt gesagt hast, ich singe ja intuitiv. Also ich merke ja, was passt denn zu der Atmosphäre oder was will ich denn gerade vermitteln, was für eine Atmosphäre. Und dann muss ich mich einfach mit diesen, da kann man noch so oft lesen, dieser Moll klingt und so und so und so und so. Ihr müsst es hören und selber mal gespielt haben und merken, okay, wenn ich jetzt lydisch hier spiele, dann klingt es so. Genau. Und dann kriege ich diese Atmosphäre. Und wenn man das hat bei mir genauso eine Weile gedauert, bis ich das in meinem Kopf drin hatte. Und wenn du nochmal auf die Shapes gehst, bitte, auf den zweiten,
Und ja, genau hier. Und dann siehst du jetzt zum Beispiel, das ist jetzt das Beispiel mixolydisch. Ne? Ja. Es ist eine der 7 Formen. Richtig. Ja? Es ist eine der 7 Formen. Und da ist die Note, die 7. Note. Ja, und also ich höre das so klar und schön, welchen Effekt es dann hat auf das Spiel. Okay, also immer an Folgendes denken. Geh nochmal auf das 3. Beispiel mit den Durtonleitern. Das ist die Basis. Ja. Hier startest du. Ne? Und du siehst ja in allen Lagen diese Formen, die du lernen musst. Ja. Und das Einzige, und ich betone es nochmal, was du können musst, ist, du sollst dir merken, ich sage es jetzt einfach nochmal kurz, wie ich es in den anderen Videos schon gemacht habe. Du hast hier 3 Formen. Du hast die mit den 2 Ganztönen. Und nach den 2 Ganztönen kommt ein Halbton und ein Ganzton, zweimal. Und dann kommt ein Ganzton und ein Halbton. Und das spiegelt sich. Ja. In jeder Form. Wenn ich unten dann gespielt habe A, H, C, dann beginnt meine nächste Form damit. Und wenn ich auf der dünnen E-Seite, wenn mir die E-Seite doppelt, wenn ich jetzt unten A, H, C gespielt habe, dann geht es oben weiter mit A, H, C. Und die Form muss zweimal kommen, also spiele ich auf der A-Seite wieder der große und der kleine Schritt. Also du hast nur doppelt groß, klein, groß, klein. Ja. Auf der Gitarre. Und das ist, da beneiden uns andere Instrumente, glaube ich. Also die wissen ja nicht, dass wir es so einfach haben. Wir verraten es denen auch nicht. Ne? Aber in dem Moment, wo es dann auf ein Cis geht oder andere exotische Tonarten, dann haben wir es leicht, weil wir einfach nur transponieren und alles. Man kann diese 7 Tonleitern Formen. Und eins noch, gehen wir noch auf Szene 1 bitte, dass wir da noch mal reingucken. Und eins noch, was ganz entscheidend ist, dass wir uns die Akkordumkehrungen merken. Was meinst du? Ich rede jetzt gar nicht von 3 und 4 Klängen, da werden wir auch noch einiges machen in der nächsten Zeit, aber die Akkordumkehrungen. Weil das ist der Schlüssel, dass du dann nicht nur in einer Position stehen bleibst und spielst, ja, sondern, also du gehst hier von dem C hier aus, dann das nächste C hier, dann eine Umkehrung hier, dann die E-Form, wie ihr das schon gehört habt, dann hier oben. Und diese Formen, die machen es dir dann so einfach in der Orientierung. Also ich habe 2 Orientierungen. Ich habe die Akkordumkehrungen und ich habe die 7 Lagen. Positionen. Und natürlich die Pentatonik nicht vergessen mit ihren 5 Positionen. Also die Pentatonik zusammen mit den Caged-Akkordformen ist die grafische Grundlage von dem ganzen Ding. Die Visualisierung oder sozusagen ich denke in Formen, in Formen. Ja, bei Akkorden und auch bei Tonleitern. Ja. Und so habe ich mir das eingeprägt, weil ich kann nicht denken, jetzt auf dem Akkord könnte ich jetzt die Klangfarbe lydisch oder jetzt mixolydisch, das mache ich einfach nicht. Ja. Ich will vielleicht etwas betonen. Das Einzige, was ich mir merke, ist dann, welche Note diese Tonart zu der macht. Ne? Eben die erhöhte Quarte bei lydisch und die gesenkte Septime bei mixolydisch. Und dann habe ich schon den Sound. Ne? Und wenn nochmal auf das Schaubild gehst, kurz Sebastian, auf Szene 5 und dann hier auf das PDF. Man muss so langsam lernen, das ist super Regisseur. Ne? Und genau, zum Beispiel, lasst das mixolydische Beispiel. Gehen auf die Dur-Modes nochmal. Links, ja, super. Und hier siehst du da nochmal ganz klar. Ja, heute haben wir über die 3 Dur-Modi gesprochen. Und das Einzige, was du dir merkst, ist, dass der lydische Modus, also die 4. Stufe,
der Tonleiter. Da, wo normalerweise dein F wäre, da geht es auf den Fis. Ja? Und ansonsten klingt es gleich wie die C-Dur-Tonleiter. Und wenn du diese Note Fis, dann natürlich irgendwann solltest du in meiner Ansicht wissen, wo die Töne auf dem Griffbrett sind. Ja. Da kommt man, glaube ich, nicht dran vorbei. Also ich meine, es gibt sicher den einen oder anderen, der das schafft, kann ich mir vorstellen, aber ohne dass du das lernst, wird es sehr, sehr schwer. Und beim Mixolydisch siehst du, wunderbar, es ist die Septime, die abgesenkt wird. Der Grund ist ganz einfach, es ist eben hier unser G-Dur-Akkord, ne? Und hier ist das F, ne? Ja. Von dem G Dominant 7, wie die Amerikaner sagen, oder G7-Akkord. Und das ist auch die Note, wenn du in der C-Dur-Tonleiter jetzt unterwegs bist. Und dann eben auf diese Note einfach mal stehen bleibt. Wenn der Akkord da ist, dann klingt es super. Ne? Ja. Und noch was man vielleicht sagen kann, ist, wenn man dann improvisiert, die richtige Landetöne sind. Target Notes, Die Target Notes sind ganz wichtig. Bei dem Dur-Akkord, die Dur-Terz, der Grundton natürlich immer optimal, in 99% der Fälle liegst da richtig. Ja. Und die Quinte. Ne? Und wenn dann eben noch diese Dominant 7 Note, also das B wäre das jetzt im Deutschen, hinzufügst, dann hast du automatisch den mixolydischen Klang. Ja, richtig. Okay? Richtig. Ich glaube, das war's, oder? Im Chat, ob es da Fragen gibt. So, ja, die Formen sind ja bekannt, aber der Grundton ist woanders, wenn es in einem Modus ist. Ja, genau, und du sagst, F-Major ist deine Stufe. Mike hilft gut mit. Vielen Dank, lieber Mike. Ich kann da gar nicht sagen, wie schön das ist, wenn mitgeholfen wird. Finde ich absolut klasse. Hilft euch bitte gegenseitig. Deswegen machen wir das ganze Jahr hier, ne? Damit wir dann alle voneinander was haben. Super. Ich glaube, mehr sollte man nicht machen heute. Ne? Weil am Ende haben wir ja nochmal eine Zusammenfassung von dem Ganzen. Wir machen jetzt Schluss für heute und einfach mal als Hausaufgabe für dich die Stufenakkorde der Dur-Tonleiter mit ihren Zug. Das, was hier jetzt steht, nicht mehr. Einfach das mal einprägen. Das langt. Von der Klangfarbe her, ionisch ist der glückliche Sound, lydisch ist der melancholische Klang und mixolydisch ist der heroische. Das wird auch gerne in Kinofilmen verwendet und im Blues und im Rock, weil das immer so uplifting, wie die Amerikaner sagen. Es hebt dich hoch. Und ja, das sollte es für heute gewesen sein. Nächste Woche geht es weiter mit den 3 Mollformen. Ja, also wir reden dann über Dorisch, D-Moll, E-Moll und A-Moll. Und den dazugehörenden Modes. Und ich glaube, das wird genauso cool wie heute sein. Und viel mehr möchten wir auch nicht dazu sagen. Jetzt werden wir noch ein bisschen improvisieren und dann verabschieden wir uns. Hier war noch eine Frage von der Friederike. Welche? Hier, ja. Lass uns da drauf gucken. Ja. Okay, ich glaube da. Ja, der Mike macht das super. Ich glaube, er unterrichtet auch. Ne? Er macht das toll. Ja. Danke, Mike. Super klasse. Ja, Armin, natürlich. Also, wenn du schreibst, du bist nicht so weit, das ist völlig okay. Ich kann das super nachvollziehen, wie es dir geht. Mir ging es genauso. Ich habe mir damals, also in den 90ern auch diese Sachen angeguckt und habe teilweise nur Bahnhof verstanden. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Robin Ford hat dann angefangen und ich habe das Video gerade wieder aus dem rausgenommen. Ne? Und weil ich bin kein studierter Musiker. Ne? Also alle, die studiert sind und sich jetzt das Video angucken, bitte schimpft nicht mit mir. Aber ich bin halt ein Praktiker. Ne? Und ich habe mir alles in der Praxis teilweise sehr mühselig beigebracht. Aber das hat auch Vorteile, weil ich mich sehr auf mein Gehör immer verlassen habe. Ja. Also,
das sollte es für heute gewesen sein. Ich denke, alles Weitere, Armin, geh einfach durch die 7 Durtonleitern, lern die und es langt völlig. Dann hast du einen super Start. Bist schon okay. über die Hälfte durch. Wenn das Also, let's have a little bit fun. mal ein Blues, oder? Ja. Der war dreckig. Also, ihr Lieben, das war's von uns heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ja, jetzt muss ich noch offline gehen. Geh mal auf Szene 7. Szene 7. Ciao. Ciao. Aber wir hören uns jetzt noch, ne? Ja. Outputs. Und dann, danke.